Als kleines Mädchen hatte Tansy Espinal die unglaubliche Gelegenheit, neben Gorillas aufzuwachsen, einer der mächtigsten und dennoch menschenähnlichsten Spezies auf unserem Planeten. In ihrer Kindheit führten ihre Eltern ein Rehabilitationszentrum für Gorillas. Die Tiere kamen aus unterschiedlichsten Gründen dorthin. Manche waren verletzt, andere hatten ihr Zuhause verloren. Das Hauptziel der Einrichtung war es, den Gorillas ein besseres Leben zu ermöglichen, sie zu rehabilitieren, gesund und glücklich zu halten und möglicherweise wieder in ihre natürliche Umgebung zu entlassen. Die Mitarbeiter entwickelten eine enge Beziehung zu den Gorillas. Und da Tansys Eltern die Besitzer der Einrichtung waren, begann das kleine Mädchen eine starke Verbindung zu den sanften Riesen aufzubauen. Dies bedeutet jedoch nicht, dass Gorillas keine gefährlichen Tiere sein konnten. Wenn sie provoziert wurden, konnten sie zu ihrer wilden Art zurückkehren und aggressiv werden. Solche Situationen wurden in der Regel auf Missverständnisse zwischen den Mitarbeitern und den Tieren zurückgeführt. Deshalb hatten Tansys Eltern nie Angst davor, das kleine Mädchen mit den Gorillas interagieren zu lassen. Die Gorillas verstanden sehr gut, dass Tansy nicht zu ihnen gehörte. Dennoch wachten sie über sie und beschützten sie, wenn sie in der Nähe war. Es war erstaunlich, dass die Tiere eine so starke Bindung zu dem Mädchen entwickelten. Die intelligenten und emotionalen Tiere lernten sehr schnell das unbeholfene kleine Mädchen zu lieben und sich um sie zu kümmern. Sie setzten sich zu ihr und spielten mit ihr. Es war wirklich etwas Besonderes, dies zu beobachten. Doch irgendwann kam der Zeitpunkt, an dem die Gruppe von 10 Gorillas weiterziehen musste. Sie konnten nicht für den Rest ihres Lebens in der Einrichtung bleiben und mit Tansy spielen, so schön das auch gewesen wäre. Daher wurden sie auf eine Insel in der Mitte eines Flusses gebracht. Das war eine weitere Zwischenstation auf ihrem Weg zurück in die Wildnis. Auf dieser Insel konnten sie lernen zu jagen und sich in ihrem natürlichen Verhalten zu üben, ohne jegliche Gefahren. Tansy und ihre Eltern blieben die ganze Zeit über bei ihnen und passten auf, dass sie sich richtig anpassten und lernten, in der natürlichen Umgebung zu überleben. Sie verbrachten mehrere Monate auf der Insel, doch schließlich war es für die Gorillas an der Zeit, in den offenen Dschungel zurückzukehren. Es war ein sehr trauriger Tag. Die Gorillas kamen alle zusammen und verabschiedeten sich von Tansy und ihren Eltern. Trotz der vergangenen halbwilden Monate waren sie der Familie noch näher gekommen, insbesondere dem kleinen Mädchen. Es war klar, dass sie traurig waren, sie zurückzulassen. Doch es war das Beste für die Tiere, und als Gruppe machten sie sich auf den Weg in die Bäume. Es dauerte nicht lange und sie waren verschwunden, um hoffentlich ein langes und glückliches Leben zu führen. Viele Jahre vergingen und Tansy wuchs zu einer schönen und starken Frau heran. Sie erhielt eine gute Ausbildung und begann in der Stiftung zu arbeiten, die ihre Eltern gegründet hatten, um die nächste Generation von Gorillas zu rehabilitieren und auf die Auswilderung vorzubereiten. Aber auch nach all den Jahren träumte Tansy immer noch davon, die Gorillas wiederzusehen, die sie als Kind kennengelernt hatte. Würden sie sich überhaupt noch an sie erinnern? Sie hatte so viele Fragen, die ihr durch den Kopf gingen. Aber genau deshalb bat sie ihren Vater, sie auf eine Reise zu begleiten, um zu sehen, ob sie die Gorillas finden könnten. Glücklicherweise stimmte ihr Vater zu, und sie arrangierten eine Reise nach Gabun, wo alle Gorillas aus der Einrichtung im Laufe vieler Jahre freigelassen worden waren. Beide wussten, dass es eine schwierige Aufgabe sein würde, die richtigen Gorillas zu finden. Es gab 2, zu denen Tansy eine engere Bindung aufgebaut hatte als zu den anderen, und sie hoffte, sie zu finden. Ihre Namen waren Mary und Bob. Sie hatten eindeutige Markierungen, und Tansy war sich sicher, dass sie wiedererkennen würde. Die Reise dorthin war lang. Sie schien nie schneller oder einfacher zu werden, egal wie tief sie in den Dschungel von Gabun vordrangen. Aber sie konnten sicher sein, dass die Gorillas, die sie in dieser unberührten Wildnis freiließen, fernab von jeglichem menschlichen Kontakt in Sicherheit waren. Doch je weiter sie reisten, desto nervöser wurden sie. Es war ein sehr seltsames Gefühl. Sie hatte keineswegs Angst vor den Gorillas, schließlich hatte sie ihr ganzes Leben mit den Tieren verbracht. Aber es war fast so, als würde sie längst vergessene Freunde oder Verwandte treffen, von denen sie nicht sicher war, ob sie mögen oder überhaupt noch kennen würden. Doch selbst nach 12 Jahren war Tansy überzeugt, dass die Gorillas sie wiedererkennen würden. Schließlich hatte sich ihr äußeres Erscheinungsbild nicht drastisch geändert. Sobald sie mit ihrem Boot an Land gegangen waren, machten sich Tansy und ihr Vater auf die Suche nach ihnen. Sie waren sich sicher, dass es ein paar Stunden dauern würde. Doch überraschenderweise fanden sie schon nach wenigen Minuten Spuren der Tiere. Sie folgten den Spuren und standen schließlich auf einer Lichtung vor einer Gruppe Gorillas. Und um die Sache noch unglaublicher zu machen, erkannten sie unter ihnen Mary und Bob. Als die Gorillas die Neuankömmlinge bemerkten, stürmten sie auf sie zu. Tansy und ihr Vater blieben jedoch ruhig stehen. Denn sie wussten, dass sie nicht vor den Gorillas fliehen sollten, da sie dies als Zeichen der Schwäche ansehen würden. Doch anstatt sie anzugreifen, umarmten Mary und Bob Tansy fest und sahen sie liebevoll an. Es war offensichtlich, dass sie sich an sie erinnerten. Tansy liefen Tränen über das Gesicht. Sie hätte nicht gedacht, dass sie so überwältigt sein würde.
In den nächsten Tagen blieben Tansy und ihr Vater bei den Gorillas. Neben Mary und Bob gab es auch andere Tiere, die sie rehabilitiert und freigelassen hatten. Diese waren zwar nicht so freundlich wie die beiden, die Tansy als Kind kennengelernt hatten, aber sie tolerierten die Anwesenheit der Menschen trotzdem. Schließlich kam jedoch der Zeitpunkt, an dem sie die beiden Gorillas verlassen und zur Einrichtung zurückkehren mussten. Die Gorillas schienen jedoch nicht bereit zu sein, sich zu verabschieden. Sie umarmten Tansy und ihren Vater und schienen am Boden zerstört zu sein, dass der schöne Besuch zu Ende gehen musste. Es war ein herzzerreißender Abschied, aber Tansy und ihr Vater wussten, dass sie die Gorillas nicht für immer bei sich behalten konnten. Sie hatten ihre Aufgabe erfüllt, die Gorillas erfolgreich rehabilitiert und in die Freiheit entlassen. Jetzt war es an der Zeit, die Tiere wieder in ihrem natürlichen Lebensraum leben zu lassen. Es war ein trauriger Abschied, aber auch ein Zeichen des Erfolgs und der Hoffnung für die Zukunft dieser wunderbaren Tiere. Wenn dich diese Geschichte genauso berührt hat wie uns, solltest du dir dieses Video ansehen. Ein Gepard bringt 5 Junge zur Welt. Doch dann passiert etwas Unglaubliches. Klicke hier, um die ganze Geschichte zu erfahren.